Mein Name ist Peter Schröder. Ich bin einer der beiden Gründer und Geschäftsführer der Elenity und wir, die Elenity, sind in Norddeutschland tatsächlich als Systemhaus tätig mit dem Schwerpunkt auf die Microsoft-Produkte im Data Center. Dabei sind wir mit ca. 35 Mitarbeitern für unsere Kunden unterwegs, Microsoft branchenneutral im Data Center zu betreuen und immer mehr auch tatsächlich in die Cloud hinein zu bewegen. Das bedeutet, wir helfen Kunden zu Office 365, zu Azure zu migrieren und dort die IT zu betreiben. Außenrum gibt es natürlich etliche weitere Themen, wie zum Beispiel die Security, im speziellen Firewalls, wie IoT, wie Backup, Hochverfügbarkeit, all diese Dinge. Wenn ich das Barracuda-Portfolio anschaue, und das haben wir damals, als wir uns für Barracuda entschieden haben, sehr intensiv getan, dann sind wir tatsächlich mit den Firewalls, einer sehr starken Sparte der Barracuda, gestartet. Für uns war wirklich überzeugend, dass Barracuda die Firewalls in Österreich entwickelt und dass wir dort deutschsprachigen Support, aber auch deutschsprachige Entwickler haben, die man im Notfall mal ansprechen kann. Zusätzlich war für uns extrem wichtig, dass wir ein zentrales Management-Interface haben, mit dem wir viele Firewalls zentral managen können, weil wir für unsere Kunden auch Managed Services anbieten und aus einem Interface die Firewalls verwalten möchten. Das ist gerade jetzt in der Zeit von IoT auch besonders wichtig, wo wir nicht mehr über 10 oder 20 Firewalls, sondern vielleicht Tausende sprechen. Und ein weiterer Aspekt, der uns tatsächlich für Barracuda begeistert hat, war, dass Barracuda ein echtes Zero-Touch-Deployment hat und nicht nur ein fast Zero-Touch-Deployment. Wenn wir uns anschauen, wie sich das Portfolio in der Zusammenarbeit mit Barracuda für uns entwickelt hat, so ist es wirklich hilfreich, dass Barracuda weitere Lösungen hat rund ums Office 365, wie Office 365 Backup, wie Office 365 Security. Und gerade für unsere Kunden besonders wichtig, den Cloud Security Guardian, mit dem ich die Azure-Plattform und das Security-Gesichtspunkten analysieren kann und Best Practice und Empfehlungen bekomme. Die Elenity hat ja einige namhafte Kunden im IoT-Bereich und die kommen aus verschiedenen Branchen. Manchmal sprechen wir mit Endkunden, die IoT-Produkte einsetzen. Manchmal sprechen wir mit Herstellern von Produkten. Und wir haben dort drei große Themen, drei große Herausforderungen beobachtet. Die erste Herausforderung bei Maschinenherstellern, die IoT-Komponenten verbauen und in die Cloud reporten, ist, dass sich häufig viel zu sehr Gedanken gemacht wird um das, was man reporten möchte, aber nicht um die Security. Und irgendwann ist das Produkt fertig designt und dann ist ja die Frage, wer kümmert sich um die Absicherung? Macht es der Endkunde? Sind wir als Hersteller dafür verantwortlich? Und wenn wir als Hersteller dafür verantwortlich sind, wer bei uns im Hause kann das beurteilen? Wer wird es später warten? Wer wird es laufend betreiben? Es ist allerdings wichtig, weil natürlich zumindest häufig ein Fernzugriff gewünscht ist und der muss gesteuert werden. Nun ist es so, dass diese Maschinenhersteller natürlich auch Drittanbieterkomponenten verbauen für die Steuerung, die eine bestimmte Logik verwenden, die das Zukaufen von mehr oder weniger namhaften Herstellern, worüber auch diese Verbindung in die Cloud stattfindet. Und wenn wir mit diesen Herstellern der Controller sprechen, dann heißt es immer, da ist eine Software-Firewall drauf, das Ganze ist sicher. Oder das ist von sich aus sicher, es ist ja Hardware. Machen wir uns nichts vor, auch in diesen Controllern läuft eine Software. Und die Software mag zum heutigen Zeitpunkt einfach sicher sein. Doch über die Jahre ist nahezu jede Software irgendwie angreifbar. Und wenn da keine Firewall vor ist, müsste man sie laufend updaten. Und seien wir mal ehrlich, jeder von uns weiß es, kaum einer datet Controller in irgendwelchen Maschinen ab auf den neuesten Firmware-Stand. Da gehört einfach eine Firewall vor. Und der dritte Aspekt ist tatsächlich bei den Kunden, dass wir genau die gleiche Herausforderung haben. Es gibt jemanden, der für die Produktion zuständig ist. Es gibt jemanden, der für die IT zuständig ist. Jetzt kommt eine Maschine in die Produktion, die Daten in die Cloud reportet. Und wer ist dafür zuständig? Der Produktionsleiter. Hat der das Know-how? Oder ist die IT dafür zuständig, die unter Umständen gar nicht weiß, dass es eine neue Maschine gibt? Sie sehen, es gibt dort einige Herausforderungen, überhaupt die richtigen Ansprechpartner zu finden und dann auch zielgerichtete Lösungen dafür zu entwerfen.
Elenity unterstützt Kunden in IoT-Projekten damit, dass wir natürlich helfen, die Verbindung zur Cloud herzustellen. Wir haben eine Expertise mit der Azure-Plattform und wenn ein Kunde eben Daten in die Cloud bekommen möchte, können wir helfen, auf der Azure-Seite die Empfänger richtig zu konfigurieren und den Verkehr, die Anbindung zwischen den Maschinen und der Cloud entsprechend abzusichern, als auch die Maschinen selbst abzusichern, dass diese nicht angegriffen werden. Was wir nicht tun, ist tatsächlich zu erarbeiten, wie die Daten aufgebaut sein müssen, was für Daten rübergehen müssen. Und die Data Analytics, da arbeiten wir wiederum mit Partnern. Unser Part, also ganz klar die Security-Seite. Zusätzlich geht es natürlich immer um die Absicherung auf Azure, dass die Netze dort sicher sind, dass diese Daten, kundenspezifische Daten, vielleicht auch sehr wertvolle Daten nicht in falsche Hände gelangen, dass dort nach Best Practice gearbeitet wird. Und für Kunden, die sagen, wir haben nicht die Expertise, das auf Azure zu betreiben oder die vielen verbauten Firewalls in den Maschinen, die dann später beim Kunden stehen, zu betreuen, bieten wir das auch als Managed Service an. Gerne kann ich auch Beispiele nennen, welche Typen von Kunden wir schon erfolgreich mit IoT-Projekten unterstützt haben. Der erste große Bereich sind tatsächlich Anwender von IoT angebundenen Maschinen. Produktionsbetriebe mit Maschinen, die Formen herstellen, die etwas schneiden, die etwas fräsen und eine Verbindung ins Internet haben, um entweder tatsächlich Predictive Maintenance Daten zu übermitteln, um bestimmte Laufzeitwerte zu übermitteln oder auch nur für Fernwartungszwecke erreichbar zu sein. Und die Herausforderung hier ist einfach, dass die Maschinen im Kundennetzwerk manchmal miteinander kommunizieren müssen und manchmal auch nicht miteinander kommunizieren dürfen, um sich zum Beispiel nicht gegenseitig anzugreifen oder zu stören. Auf der anderen Seite haben wir Maschinenhersteller und das ist sehr vielfältig. Da sind manchmal kleinere Maschinen, manchmal auch sehr große Produktionsmaschinen, Verpackungsmaschinen. Und ein konkretes Beispiel habe ich mit einem Backmaschinenhersteller, der große Fettbackanlagen herstellt, in denen Donuts oder Berliner gebacken werden. Bis zu 80.000 Berliner pro Tag können darauf gebacken werden. Und dabei ist es auch so, dass diese ganzen Werte der Backanlage, wo es um Temperaturen geht und wirklich einzelne Gradzahlen, die genau laufen müssen, permanent über die Cloud überwacht werden und im Ernstfall vorausschauend ein Alarm ausgelöst wird, wenn eine Maschine vielleicht in einen Fehlerstatus hineinläuft. So eine Maschine muss natürlich abgesichert sein, dass nicht irgendwer sich aufwählt und für das Fett mal die Temperatur hochdreht oder die Maschine abstellt mitten im Backvorgang. Und da sehen Sie schon, dass die Maschinen, die da im Hintergrund laufen, gar nicht zu dem passen, was wir so jeden Tag sehen. Wir gehen in den Backladen, wir erwarten, dass die Berliner dort liegen, dass die Donuts dort liegen, dass wir sie lecker kaufen. Aber im Hintergrund ist richtig viel nötig. Große Maschinen, IoT und eben Absicherung, damit wir unsere Berliner bekommen. Barracuda hilft uns in diesen IoT-Projekten auf vielfältige Weise. Auf der einen Seite ist es so, dass wir über unseren Partnermanager eine sehr gute Unterstützung bekommen, wenn wir Informationen brauchen. Aber auch vertrieblich bekommen wir Unterstützung, da Barracuda ein eigenes Team hat, die sehr spezialisiert für diese IoT-Szenarien sind. Wenn wir also ein konkretes Kundenszenario haben, kommen die Kollegen häufig mit, haben auch eine Demo-Umgebung, in der wir wirklich auf dem Besprechungstisch beim Kunden etwas zeigen und vorführen können und auch individuell testen können, um herauszufinden, wie die Arbeit aussieht. Und natürlich geht der Support durch die Barracuda auch nach einem Verkauf weiter. Denn im Normalfall übernehmen wir die Betreuung, den Support oder auch den Betrieb für den Kunden. Doch es kann zu jedem Zeitpunkt mal sein, dass etwas nicht wie erwartet funktioniert. Und da sind wir sehr froh, dass wir mit Barracuda einen deutschsprachigen Support bekommen, die sehr schnell und sehr partnerschaftlich reagieren, sodass unser Kunde immer schnellstmöglich eine richtig gute Lösung bekommt. Ja, vielen Dank für das Interview. Es hat mir Freude bereitet und wenn Fragen zum Thema IoT und Barracuda sind, sprechen Sie mich jederzeit gerne wieder an.